Es ist Zeit, ins Bett zu gehen und du merkst, wie langsam die Angst in dir hochsteigt. Die Angst, nicht einschlafen zu können. Angst, nicht zu schlafen. Also wofür ins Bett gehen, fragst du dich. Du schläfst ja nicht ein, du kannst nicht schlafen. Kennst du das auch? Hi, ich bin Miss Sleepless und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Einschlafstörungen, Durchschlafen und Entspannung. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema die Angst vor dem Nicht-Schlafen-Können beschäftigen. Vielleicht kennst du das ja auch. Du gehst ins Bett, aber merkst eigentlich schon, dass da so eine Angst in dir hochkrabbelt, dass du nicht schlafen kannst, dass es nichts bringt, jetzt ins Bett zu gehen. Das kann der Beginn eines Teufelskreises sein, den man jetzt aber durchbrechen sollte. Durch diese Angst machst du dir nämlich selber Stress du den du in dem Zusammenhang echt nicht gebrauchen kannst, weil du dich damit nur unnötig noch zusätzlich unter Druck setzt. Wenn dein Schlaf schon über mehrere Wochen stark gestört ist, steigt dein Stresslevel und somit dein Cortisolspiegel massiv an und das hindert dich nämlich am Einschlafen. Durch den Schlafmangel schaffst du deinen Alltag kaum noch, du bist tagsüber müde, abgespannt, gestresst, gereizt und bringst einfach kaum noch was auf die Reihe, du kannst dich ganz schlecht konzentrieren, du musst vielleicht sogar mit dem Auto zur Arbeit fahren und merkst, wie du da schon Konzentrationsstörungen hast. Du brauchst nicht nur eine Tasse Kaffee, sondern mehrere, dann solltest du dir echt Gedanken machen, auch mal zu handeln. Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und dir jetzt sagst, so, jetzt heute Abend kann ich schlafen, 100%, ich bin so kaputt, ich kann heute schlafen. Du legst dich ins Bett und setzt dich jetzt schon unter Druck, weil du sagst, heute muss ich schlafen. Ich muss einschlafen, damit ich morgen fit bin. Dann guckst du vielleicht jetzt noch auf den Wecker und ja, du hast jetzt eigentlich jetzt schon verloren. Du hast dich nämlich jetzt schon so sehr in dieses Thema reingesteigert, dass dein Körper alles andere machen wird, aber nicht schlafen. Du bist an einem Punkt angelangt, an dem du diesen Kreis durchbrechen musst. Eine Lösung dafür kann ich dir mal erklären, so wie ich es gemacht habe. Und zwar ist es der paradoxe Gedanke. Du musst deinen Körper und dein Gehirn auf die Schippe nehmen. Und zwar mit folgenden Gedanken. Ich will gar nicht schlafen. Ich brauche nicht schlafen, ich habe gar keine Lust zu schlafen. Du legst dich ins Bett und sagst dir immer wieder, ich will nicht schlafen, ich will nicht schlafen, ich will nicht schlafen. Mit ein wenig Übung überlistest du so dein Gehirn und kannst der Angst, nicht einschlafen zu können, die Macht nehmen. Du wirst einfach ganz langsam und ganz leicht einschlafen, wegdämmern, ohne es wirklich zu merken. Warum? Weil du dein Gehirn einfach überlistet hast. Das klappt jetzt vielleicht nicht gleich beim ersten oder beim zweiten Mal, also nicht enttäuscht sein, wenn es in der ersten oder zweiten Nacht nicht so klappt. Das muss man auch vielleicht ein bisschen üben. Aber ich habe schon von Bekannten gehört, die haben das wirklich schon in der ersten Nacht hingekriegt und haben sich bei mir so bedankt und haben gesagt, Mensch, hey, toll, dass du mir den Tipps gegeben hast. Es hat echt schon was gebracht. So, wenn du sagst, nee, das bringt nicht, ich kann mich so nicht überlisten, dann versuchst du vielleicht nochmal Folgendes. Such dir ein Hörbuch aus, das kann auch ein Buch sein, was du vielleicht schon auch immer mal lesen wolltest, eins, was richtig lange Spielzeit hat. Ich habe mir damals eins ausgesucht, was über 7 Stunden hat, in meinem Fall war es ein Buch von Harpe Kerkeling, ich bin da mal weg, weil ich mir gesagt habe, das Buch, das höre ich mir jetzt heute Nacht an und zwar komplett. Warum? Es war knapp über 7 Stunden, also so, was man so als gesunden Schlafdauer ja machen sollte, habe ich mir gesagt, das höre ich mir an. Nach dem Motto, wenn ich es nicht schaffe einzuschlafen, hat mein Körper zumindest 7 Stunden lang Ruhe gehabt. Weil, was ich mir auch gesagt habe, ich lege mich jetzt ins Bett, ich höre mir dieses Hörbuch an, aber ich bewege mich dann auch nicht mehr viel. Also nicht noch hinsetzen und dann noch großartig drehen, sondern ich habe wirklich gesagt, ich lege mich jetzt ganz ruhig hin. Ich höre dieses Buch komplett diese 7 Stunden an. Wenn ich nicht dabei einschlafe, habe ich meinem Körper zumindest ein paar Stunden körperliche Ruhe gegönnt. Und wenn ich nicht einschlafen kann, dann habe ich mir zumindest das Hörbuch gegönnt. Also letzten Endes eine kleine Win-Win-Situation. Nach dem Motto, ich habe meinem Körper doch etwas Gutes getan und mein Gehirn oder meinem Gewissen auch nach dem Motto, Mensch, du hast zwar nicht geschlafen, aber ich habe immerhin dieses Buch mir angehört, was ich mir schon immer anhören wollte. Was soll ich euch sagen? Das Ende vom Lied war, ich habe dieses Buch noch nie von Anfang bis Ende gehört. Warum? Weil ich immer irgendwo eingeschlafen bin. Auch wenn ich am Anfang mal gedacht habe, nee, du hast nicht geschlafen, du hast ja schließlich das Ende ja noch mitgekriegt. Nein, habe ich nicht. Ich habe dieses Buch wirklich noch nie von Anfang bis Ende durchgehört. Warum?
weil ich meinen Körper durch dieses "Ich muss das jetzt unbedingt anhören" die Angst genommen habe, vor dem "Ich kann nicht einschlafen". Hast du jetzt schon ein Hörbuch im Kopf, was du dir jetzt anhören möchtest? Oder ist es vielleicht sogar ein Hörspiel aus Kindheitstagen? Schreib es mir doch unten in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was du so hörst. Wenn dir das nicht hilft, solltest du zu deinem Hausarzt gehen. Ein Hausarzt, dem du wirklich schon vielleicht Jahre vertraust oder den du gut kennst, und sag ihm, dass du damit echt Probleme hast. Der wird dich untersuchen, und wenn er auch nicht weiterkommt, dann wird er dich an einen Spezialisten weiterleiten. Weil auch wenn du damit Probleme hast mit dem Einschlafen, es können auch immer organische Ursachen haben oder ein Mineral- oder ein Vitaminmangel. Deswegen lasst euch ruhig auch von einem Arzt untersuchen. Es können so viele Faktoren sein. Bluthochdruck, es kann die Schilddrüse sein, ein Vitamin-D-Mangel, ein Magnesiummangel, ein Eisenmangel. Das sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Lasst euch von einem Arzt untersuchen und nehmt auch diese Hilfe an. Wenn der Arzt sagt, Mensch, nee, das weiß ich nicht, das müssen wir jetzt näher abklären, dann kann es auch sein, dass er dann euch eine Überweisung gibt zu einem Psychotherapeuten. Sorry, also zu einem Psychotherapeuten, und der kann mit euch dann vielleicht tiefgründiger die Sache analysieren. Aber was wichtig ist, nehmt einfach auch mal Hilfe an. Es ist eure Gesundheit, um die es geht, und die ist euer höchstes Gut. Man kann alles ersetzen, aber die Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Wenn euch das Video und die Tipps gefallen haben und ihr Leute kennt, die ähnliche Probleme haben, dann teilt doch dieses Video gerne über die bekannten Social-Media-Kanäle. Ich würde mich echt über einen Daumen nach oben freuen, und in der kommenden Zeit werde ich auch mal ein Gewinnspiel machen. Also abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit eure nächste Nacht vielleicht mal nicht so schlaflos wird. Also in dem Sinne, guts Nächtle, schlaf gut, träumt was Schönes, eure Miss Sleepless.